Das deutsche Orbitrennen hat überraschend wieder eine neue Reihenfolge. Schafft es doch die Spektrum von ESA als erste deutsche Rakete kommende Woche in den Orbit, während RFA wieder vom Startplatz muss? Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius prüft einen eigenen Raumhafen. Nur wo soll der stehen? Und holt SpaceX jetzt wirklich zum ersten Mal ein Starship aus dem Wasser? Bereit zu staunen, ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Endlich ist es also soweit. Auf diesen Satz, da warten wir schon lange. In der Nacht auf Donnerstag, da könnte Deutschland zum ersten Mal den Orbit erreichen. Nach aktuellem Stand, da soll tatsächlich um 2 Uhr unserer Zeit nicht Rocket Factory Augsburg, sondern ESA Aerospace vom Andøya Spaceport in Norwegen mit der Spektrum abheben. Es ist der zweite Testflug, Missionsname Onward and Upward, also weiter und höher. Wenn das klappt, dann fällt eine Marke, an der wir seit Jahrzehnten kratzen. Keine europäische Rakete im Orbit, keine mit deutscher Beteiligung, einfach eine deutsche Orbitalrakete. Über die Fracht haben wir schon berichtet, aber es lohnt ein zweiter Blick. An Bord sind 5 CubeSats, Kleinsatelliten im Baukastenformat, die kleinsten davon kleiner als ein Schuhkarton. Dazu kommt ein Experiment, das fest an der Oberstufe verschraubt bleibt und gar nicht erst ausgesetzt wird. Alle 6 fliegen im ESA Boost Programm mit. Ja, und jetzt schauen wir mal an, wer da baut. SciBSat kommt von der TU Berlin, Space Team Sat1 baut das Space Team von der TU Wien und Let It Go stammt von der Münchner Firma Decubed. Leider haben wir nicht erfahren, was die Startverzögerung ausgemacht hat. Ich gehe davon aus, dass sie uns das im Livestream aber erzählen werden. Aber Raketen sind schwierig, neue umso mehr. Wir erinnern uns, der Erstflug der Spektrum endete nach rund einer halben Minute. Der Flug, der hatte kaum begonnen, da war er vorbei. Und genau deshalb zählt jetzt jede Sekunde nach dem Abheben. Wir sind beim Start natürlich live dabei. Das willst du nicht verpassen. Markier dir am besten gleich diesen Livestream hier. Wir werden den Termin entsprechend anpassen, wenn es da Verschiebungen gibt. Aber die Woche kam auch eine zweite Meldung, die das deutsche Weltraumrennen umsortiert hat. Die RFA, die muss ihre Rakete wieder von der Startrampe holen. Auf X schrieb die Firma nach einer erfolgreichen Testwoche mit der RFA One sein Problem am Fahrzeug aufgetreten, das weitere Untersuchungen erfordert. Deshalb haben man entschieden, die Rakete abzustapeln. Abstapeln heißt da vermutlich, die Oberstufe kommt wieder runter, die Rakete wird auf der Rampe in ihre Einzelteile zerlegt, also in die Großteile. Das ist keine Sache von 2 Stunden, das sind Tage. Ich würde sogar vermuten, wenn sie die Rakete wieder komplett reinfahren, dann verstreichen wahrscheinlich Wochen bis zum Start. Ja, vor genau einer Woche, da stand die RFA One dort noch zum ersten Mal komplett auf der Rampe des Saxford Spaceports auf den Shetlandinseln. Als nächstes sollte der Hotfire der ersten Stufe kommen, also der Moment, in dem die Triebwerke zünden, während die Rakete festgeschraubt am Boden bleibt. Hier ja auch eine gängige Praxis, das ohne Oberstufe und Nutzlast zu tun, falls da was schief geht. Ja, daraus wird jetzt wohl erstmal nichts. Was RFA gefunden hat, das sagt die Firma bisher nicht. Einen neuen Termin, den gibt's auch noch nicht. Das wird aber bestimmt kommen. Damit steht das Rennen. ESA hat einen Termin, schon in der Nacht auf Donnerstag. RFA hatte die komplette Rakete auf der Rampe und schraubt sie gerade wieder auseinander. Ja, und ich will das gar nicht kleinreden. Abstapeln ist keine Blamage, sondern saubere Ingenieursarbeit. Lieber jetzt zerlegen als später verlieren. Auch wenn wir Fans natürlich dahin fiebern und uns mehr Informationen wünschen. Ich feiere es ja unglaublich, dieses deutsche Raketenrennen ESA und RFA. Ich wünsche es beiden und ja, vielleicht wird es ja jetzt am Donnerstag schon entschieden. Was sagst denn du? Wer bringt Deutschland schließlich zuerst in den Orbit? ESA oder RFA? Ja, würdet ihr an ESA oder Rocket Factory Augsburgs Stelle anders kommunizieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Aus Deutschland kommen derweil noch andere spannende Nachrichten, dazu später mehr. Erst müssen wir ein Temperaturproblem auf der Erde lösen. Das hartnäckigste Problem im Raumanzug ist nicht der Druck und nicht der Sauerstoff, es ist die Wärme. Im Vakuum gibt es keine Luft, die sie abtransportiert. Deshalb läuft bei Astronauten auch unter dem Anzug gekühltes Wasser durch ein Unterhemd. Mein Problem im August ist dasselbe, nur ein paar Größenordnungen leichter zu lösen. Deshalb ist es mir so wichtig, euch gerade jetzt nochmal die Merino Slides von Gieswein zu zeigen. Ich hätte euch auch ein anderes Modell nennen können. Glaubt mir, Gieswein hat genug gute Schuhe. Ich wollte euch aber genau die nochmal zeigen, weil es das Paar ist, das mir den Sommer immens angenehmer macht. Der Grund ist die Bequemlichkeit im besten Sinne. Morgens mache ich damit nämlich gar nichts. Kein Schnüren, kein Bücken, kein Sockenentscheidung. Ja, um 6:30 rein, Tür zu, fertig. Und barfuß funktioniert das, weil im Fußbett Merino-Wolle direkt auf Kork liegt. Schweiß riecht selbst nicht. Es riechen die Bakterien, die ihn zersetzen. Und auf Merino-Wolle setzen sich genau die schlechter fest. Der Kork, der stützt und die Riemen, die stelle ich links und rechts ganz nach Bedarf ein. So kann der Sommer starten. Wenn auch ihr den Sommer voll mitnehmen wollt, mit Mo Sommer, da bekommt ihr 20% auf die Merino Slides, aber auch auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Schaut euch die Merino Slides trotzdem als erstes an. Link und Code findet ihr in der Videobeschreibung. So viel zu Temperatur am Fuß, jetzt zur Wiedereintrittswärme bei über 1400 Grad. Letzte Woche, da feierten wir den Flug selbst. Diese Woche schauen wir, was SpaceX aus der neuen Situation macht.
Ihr erinnert euch, Ship 40 wasserte nach gut 65 Minuten im Indischen Ozean. Es explodierte nicht, kippte zur Seite, blieb intakt und funkte weiter. Und dann schwamm es. Und schwamm. Und schwamm. Am 28. Juli, da veröffentlichte SpaceX ein Foto der 52 Meter langen Oberstufe, immer noch treibend vor der Küste Westaustraliens. Insgesamt sind es jetzt schon über eine Woche. Jetzt läuft eine Bergungsoperation. Elon Musk kündigte an, ein Schiff zu schicken. Beobachter verfolgten inzwischen 2, die Normand Ranger und die Skimmer Tide. Die Ranger, die gilt als besonders schlepptauglich. Mit bis zu 15 Knoten laufen die jetzt gerade auf die Position der Go Australis zu, die aktuell da beim Starship ist. Ob am Ende wirklich ein Starship am Haken hängt, wissen wir zu dem Zeitpunkt aktuell noch nicht. Die Faktenlage stammt hier zu großen Teilen von Schiffsverfolgern auf X, nicht aus offiziellen SpaceX-Kommunikationskanälen. Warum SpaceX das überhaupt macht? Ja, über 18.000 Keramikkacheln, die haben den Wiedereintritt und Temperaturen von über 1400 Grad überstanden. Beim Abstieg von der 20-fachen Schallgeschwindigkeit bis in den Unterschallbereich. Bisher hatte SpaceX davon nur Telemetrie und Kamerabilder. Jetzt könnte das Team die Kacheln und das Starship anfassen. Und genau darüber läuft gerade eine Debatte, die es in sich hat. Dan Reski, ehemaliger NASA-Ingenieur mit knapp 4 Jahrzehnten Hitzeschildforschung am Eames Research Center, der hat sich zu Wort gemeldet. Laut einem Bericht von Extreme Tech nennt er Starships Thermalschutzsystem eine Sackgasse. Und zwar für jede Mission, die volle und schnelle Wiederverwendung braucht. Die Analyse, die stützt sich auf 3 ehemalige NASA-Mitarbeiter, darunter ein Mitarbeiter des Hitzeschildsmaterials der Crew Dragon. Auch Charles Miller und Charles Camarda werden als Kritiker genannt. Das Argument ist rein rechnerisch. Musk stellt Wiederflugzyklen von Wochen bis Tagen in Aussicht. Wer 18.000 Kacheln einzeln prüfen muss, der schafft das nicht. Und die Keramikkacheln als Grundidee, die stammen ja aus den 50er Jahren. Dazu passt eine Beobachtung von Eric Berger bei Ars Technica. Auffällige weiße Streifen an den Kachelgrenzen, ein Hinweis auf eindringendes heißes Gas oder heißes Plasma. Belastbar beantworten lässt sich das nur an der Hardware selbst. Deshalb ist die Bergung jetzt mehr als eine schöne Geschichte. Da wird wahrscheinlich richtig was herausgefunden. Parallel läuft der Nachschub Booster 21, hat seine Cryotests hinter sich, Betankungsproben mit tiefkaltem Stickstoff und steht jetzt in der Montagehalle Mega Bay 1 und soll Ende August flugbereit sein. Ship 41, das passende Schiff dazu, das hat seine Cryotests Ende Juni bestanden und inzwischen seine Triebwerke bekommen. Eine neue Straßensperrung in der Starbase, die deutet auf das Ausrollen zum Static Fire hin, also zum Zünden der Triebwerke bei fest verankerter Rakete. Ja, Start von Flug 14 frühestens Ende August bis Anfang September, vorbehaltliche Freigabe durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA. Ja, und die verlangt für den harten Aufschlag des Boosters bei Flug 13 ausdrücklich keine Untersuchung. Musk hat jetzt angekündigt, bei Flug 14 erstmals auch das Chip am Turm zu fangen. Das hatte ich ja anders vermutet. Ich dachte, die gönnen sich noch einen anderen Flug. Aber dafür jetzt, sofern die Datenauswertung keine roten Flaggen liefern, wollen die das versuchen. Den Super Heavy Booster, den hat SpaceX ja bereits bei 3 Flügen aufgefangen, wenn auch in der vorherigen Hardware-Generation 2. Meine Einordnung, ja, für einen Fang des Chips, da muss Starship vorher zum ersten Mal überhaupt dann einen echten Orbit erreichen, sonst kommen die ja gar nicht wieder zur Starbase. Und danach, da wartet die eigentliche Hürde für die Exploration, also für die NASA-Programme Artemis, ja, der Treibstofftransfer zwischen 2 Starships im All. Was jetzt im Indischen Ozean schwimmt, das ist erst der physische Datensatz auf diesem Weg. Ich hoffe sehr, dass sie das Ding heil in einen Hafen bekommen. Bergung ist überhaupt das Thema diese Woche, nur läuft die zweite deutlich schlechter als die im Indischen Ozean. Ja, die NASA hat ein Raumschiff losgeschickt, um ein Teleskop zu retten. Jetzt trudelt der Retter selbst. Am 28. Juli meldete Catalyst Space Technologies, dass ihr Servicing-Raumschiff Link seit 72 Stunden um mehrere Achsen taumelt. Ja, die Kommunikation, die reißt immer wieder ab. Der Bordcomputer, der hat sich neu gestartet. Schuld sind die Reaktionsräder. Stell dir schwere Schwungscheiben vor, die sich drehen und damit das Raumschiff in die Gegenrichtung drehen. Ganz ohne Treibstoff, rein elektrisch. 2 von 3 arbeiten nicht mehr. Kurz zur Vorgeschichte, das Swift-Weltraumteleskop ist fast 22 Jahre alt und hat kein eigenes Antriebssystem mehr. Es sinkt einfach ab. Deshalb schickte die NASA für $30 Millionen den Retter. Der Plan, Link greift Swift mit 3 Roboterarmen und schiebt es über Monate nach oben auf eine höhere Orbit, bevor es dann wieder eintritt. Am 24. Juli, da liefen die ersten Tests der Ionentriebwerke von Link. Danach kippte das Fahrzeug in die Rotation und jetzt kommt der bemerkenswerte Teil. Catalyst nutzt jetzt genau diese Ionentriebwerke, um den Drall abzubauen.
Ein Antrieb für sanfte Dauerschiebe über Wochen muss jetzt ein taumelndes Raumschiff einfangen. Laut Catalyst wirkt das bereits. Die Uhr läuft trotzdem. Swift steht bei rund 350 Kilometern Höhe. Bei 300 wird es kritisch. Die NASA erwartet das im Oktober. Danach zerbricht dann das Teleskop innerhalb weniger Monate im Wiedereintritt. Meine Einordnung: Roman und das James Webb Teleskop tragen ja 6 Reaktionsräder. Link hatte 3. 9 Monate von der Vergabe bis zum Start, das sind beeindruckend schnelle Entwicklungszeiten, aber Redundanz kostet offensichtlich da Zeit und Zeit war hier wahrscheinlich das, was fehlte. Ortswechsel nach Bayern, wo eine Ansage gefallen ist, die man erst beim zweiten Hören richtig einordnet. Am 23. Juli, da besuchte nämlich Verteidigungsminister Boris Pistorius ESA Aerospace und dort kündigte er an, die Bundesregierung prüfe eine eigene Startanlage für die Bundeswehr. Die Begründung ist bemerkenswert direkt. Die europäischen Startkapazitäten, die reichen nicht aus, ausdrücklich inklusive Norwegen und Großbritannien. Nationale Sicherheit dürfe nicht im Stau kommerzieller Startanlagen stecken bleiben. Der Standort, der ist noch offen, der müsse auch nicht zwingend auf deutschem Boden liegen. Wenn es um deutsches Hoheitsgebiet geht, ja, schwierig. Deutschland ist sehr dicht besiedelt. Küste und offene See würden noch bleiben. Schwimmende Plattform Nordsee. Eine Machbarkeitsstudie der German Offshore Spaceport Alliance von 2020, die rechnete mit 22 bis 30 Millionen Euro über 6 Jahre. Ja, und jetzt der Teil, der mich wirklich beschäftigt. Eine Rakete ohne Startplatz, die kommt ja nirgendwo hin. Aber eine Startrampe ohne Kunden, die wird auch nie gebaut. Rocket Lab errichtet gerade eine neue Anlage in Alaska, dazu später mehr. Nicht auf Verdacht, sondern weil ein großer Kunde vorher unterschrieben hat. Genau diese Rolle, die könnte hier die Bundeswehr spielen, nicht Betreiber, sondern erster verlässlicher Kunde. Das Geld, das liegt bereit. 35 Milliarden Euro will ja Deutschland bis 2030 in Weltraumsicherheit investieren. Die 22 bis 30 Millionen für die Nordsee-Plattform, die wären davon noch nicht mal 1 Promille. Ja, was dann erstmal fehlt, ist die Entscheidung. Dann können wir über Zeitplan, Budget und Standort reden. Trotzdem nehme ich etwas mit. Vor 3 Jahren, da haben viele über einen deutschen Weltraumhafen gelacht. Jetzt liegt die Frage auf dem Tisch, gestellt von einem Ministerium, nicht von einer Runde begeisterter Ingenieure. Von unkonkreten Zeitplänen zu einem, der sich dank Kepler nicht verschieben lässt. Ihr erinnert euch, wir haben schon mal darüber berichtet und jetzt ist es soweit. Am kommenden Mittwoch, 5. August, da trifft eine ausgebrannte Falcon 9 Oberstufe mit rund 8750 Kilometern pro Stunde den Mond. Der Einschlagort, der liegt nahe den Kratern Einstein und Bell am westlichen Mondrand. Die Oberstufe kennen wir. Sie hat am 15. Januar 2025 Firefly's Blue Ghost 1 und iSpace Hakuto Air Mission 2 auf den Weg gebracht. Erwartet wird ein Krater von 20 bis 30 Metern Durchmesser. Spannender ist wahrscheinlich, was darüber passiert. Eine Simulation von William Joe von der University of Texas. Der sieht einen zentralen Auswurf, der 75 bis 100 Kilometer hoch schießt. Klar, da ist ja keine Atmosphäre und Mondschwerkraft deutlich geringer als auf der Erde. Das Zeug kann sehr weit hochgehen. Eine Studie von Benjamin Fernando vom Los Alamos National Laboratory beziffert die maximale ballistische Reichweite der Partikel auf knapp 1000 Kilometer. Und wir werden Vorher-Nachher-Bilder bekommen. Der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA, der überfliegt die Region jeweils rund 7 Tage vor und nach dem Impact. Zur Einordnung, über 187 Tonnen Material menschlichen Ursprungs liegen bereits auf dem Mond. Der Hakuto Air Lander ist ja deutlich vor der Oberstufe unsanft auf dem Mond aufgeschlagen. iSpace, die wollen natürlich weich landen. iSpace hatte diese Woche 2 Verträge unterschrieben. iSpace und Mitsubishi Heavy Industries. Die vereinbarten nämlich am 28. Juli Mission 3 im Jahr 2028 auf der H3 zu starten, also der japanischen Großrakete. Das ist gleich doppelt eine Premiere, der Erstflug des neuen Lander-Designs Ultra und die erste H3, die eine iSpace-Mission trägt. Und die erste H3, die eine Nutzlast eines japanischen Startups trägt. Ja, die Bilanz der H3-Rakete, bisher 2 Fehlschläge in 8 Starts. Deutlich näher an uns dran liegt der zweite Vertrag. iSpace Europe erhielt am 24. Juli die zweite Phase für MAGPIE, Europas erster Mission zur Erkundung von Eis an den Mondpolen. Volumen 65 Millionen Euro. Der Vertrag, der deckt alles ab, was noch fehlt. Rover- und Nutzlastentwicklung, Fertigung, Test, Transport zur Oberfläche und den Betrieb dort. Fliegen soll MAGPIE 2029 auf Mission 4 in die lunare Südpolregion. Von 65 Millionen Euro für einen Mondrover zu 4 Milliarden Dollar für ein Teleskop. Die NASA meldet am 28. Juli die abgeschlossene Betankung des Nancy Grace Roman Space Teleskop. Und zwar mit Hydrazin-Treibstoff. Gestartet wird auf einer Falcon Heavy am Sonntag, 30. August um 13.26 Uhr unserer Zeit. Das ist 9 Monate vor dem formalen Bereitschaftsdatum im Mai 2027 und unter Budget. Beim 4 Milliarden Projekt darf man das ruhig auch zweimal sagen. Vorbereitet ist das Teleskop gründlich, 50 Missionsbereitschaftstests mit mehr als 1100 Betriebsstunden. Die Einkapselung in die Nutzlastverkleidung, die steht jetzt in 3 Wochen an. Ja, und die Datenmenge ist der eigentliche Sprung. Roman soll über 500 Terabyte pro Jahr liefern.
Hubble kam in 35 Jahren auf rund 400. Möglich macht das ein Weitfeldinstrument mit einem 50-fach größeren Gesichtsfeld als bei James Webb. Geplant sind Aufnahmen von rund 2 Milliarden Galaxien. Apropos James Webb, wie dieses ist das Ziel von Roman, der Erdsonne-Lagrange-Punkt L2 und 1,6 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde. Eine Art Schwerkraftparkplatz noch hinter der Bahn des Mondes, auf dem ein Teleskop fast ohne Treibstoff stehen bleiben kann. Roman parkt künftig 1,6 Millionen Kilometer von uns entfernt. Rocket Lab baut derweil einen neuen Parkplatz auf der Erde. Startplatz. Den 4. Startplatz der Firmengeschichte. Am 21. Juli, da vergab die US Space Force einen Vertrag über $266 Millionen für bis zu 18 suborbitale Missionen. 12 Teststarts plus Optionen auf 6 weitere. Ja, es ist der größte Startvertrag der Firmengeschichte für Rocket Lab. Am 27. Juli bestätigte Rocket Lab dafür den Aufbau einer Startanlage am Pacific Spaceport Komplex auf Kodiak Island in Alaska. Erster Start dann frühestens Ende 2026. Geflogen wird mit HASTE, der suborbitalen Variante der Electron-Rakete. Das Fahrzeug, das debütierte ja im Juni 2023 und hat seitdem 9 Missionen absolviert. Die Electron selbst, die fliegt ja seit Mai 2017 und steht bei 82 Starts. Der Treiber dahinter ist das US-Raketenabwehrprogramm Golden Dome. Schon im März gewann Rocket Lab einen Auftrag über $190 Millionen für 20 Hyperschalltestflüge. Der Startplatz in Kodiak, der hat seit 1998 knapp 3 Dutzend Missionen gesehen. Jetzt bekommt er einen Dauerkunden. Gestartet wird also zukünftig regelmäßig aus Alaska, jetzt zu dem, was tatsächlich diese Woche abgehoben ist. Am Mittwoch, 29.07., da startete eine Lange Marsch 7A aus Wencheng mit Tianlian 301. Der Satellit gehört zu der 3. Generation chinesischer Datenrelais im geostationären Orbit und ersetzt Bodenstationen und Verfolgungsschiffe. Am Donnerstag, 30.07., erfolgte eine Lange Marsch 6A aus Taiwan mit den beiden Geheimsatelliten TJSW 27A und B, offiziell für Kommunikationstests. Ebenfalls Donnerstag, 30.07., da hob eine Falcon 9 von Cape Canaveral mit NROL 95 ab, geheime Fracht für den US-Satellitengeheimdienst. Die R-Stufe, die landete rund 8,5 Minuten später in Cape Canaveral, ihr 7. Einsatz. Kennen wir schon, auf Wunsch der Behörde endete der Livestream vorzeitig. Das Missionsabzeichen der mysteriösen Mission zeigt ein fauchendes Frettchen mit dem Schriftzug We are the Champions. In der Nacht auf Donnerstag steigt sehr wahrscheinlich der deutsche Raketen-Showdown. Ja, und egal wie der ausgeht, die Folge, in der wir das komplett auseinandernehmen, kommt garantiert am Sonntag, so sicher wie das Abend in der Kirche. Aber so lange musst du nicht warten, denn als Senkrechtstarter Plus siehst du sie schon am Samstag. Und das auch noch ohne Werbung. Eine bessere Möglichkeit zum Einsteigen gibt's kaum. Deutschland steht kurz vor seinem ersten Orbit. Starship geht in die nächste Runde. Und im Indischen Ozean schwimmt eine Rakete, die vielleicht bald in einem Hafen liegt. Ja, die nächsten Wochen, die werden richtig gut. Und du unterstützt damit genau das, wofür wir diesen Kanal machen. Unabhängige Raumfahrtberichterstattung im deutschsprachigen Raum von Leuten, die für dieses Thema brennen. Für Leute, die genauso dafür brennen. Ja, den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Danke an alle, die das schon immer machen und dabei sind. Ihr haltet das hier am Laufen. Und da kommt noch was. Wir haben neue Vorteile für euch geplant. In wenigen Tagen erfahrt ihr mehr. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die im Hintergrund laufen, hier die restlichen Meldungen der Woche in aller Kürze. Die NASA hat Advanced Space mit Capstone 02 beauftragt. 2 baugleiche 400 Kilogramm Satelliten von Terran Orbital, die starten 2027. Im Raum zwischen der Erde und Mond spielen sie abwechselnd Ziel und Verfolger mit einem Bildgeber des Lawrence Livermore National Laboratory an Bord. Der Vertragswert, der bleibt geheim. Das Repräsentantenhaus hatte 20 bis 60 Millionen Dollar für 2027 für die Entwicklung der Mission vorgegeben. Die US Space Force hat SpaceX Startaufträge über zusammen 1,6 Milliarden Dollar erteilt. Dafür fliegen 18 Falcon 9 von Vandenberg bis Ende 2027, im Schnitt also eine Mission pro Monat. Es ist der größte öffentlich bekannte Block unter der ersten Vergabespur für Raketenstarts für die nationale Sicherheit. Impulse Space hat mit Electra sein erstes eigenentwickeltes Elektroantriebssystem vorgestellt. Es übernimmt Bahnerhaltung und lange Beschleunigungsmanöver und macht damit bis zu 50% der bisher für Stationshalten reservierten chemischen Treibstoffkapazität frei. Am 30. Juli, da hätte Amazon Leo 1616 Satelliten im Orbit haben müssen. Tatsächlich sind es knapp 400. Die FCC, die erlässt die Verfehlung, entzieht aber die Spektrumspriorität für alles, was nach dem Stichtag startet. Parallel beantragte Amazon 5105 weitere Satelliten für Direktverbindung zu Smartphones. Die ESA schreibt eine Machbarkeitsstudie aus, um das Gateway-Modul Lunar Link zu einem eigenständigen Kommunikationssatelliten für den Mondraum umzubauen. 2 Verträge über je bis zu 3 Millionen Euro, Laufzeit maximal 12 Monate. Bekannt ist der Hardware-Stand, die Flughardware, die ist fertig integriert, es fehlt nur noch der finale Antennenentfaltungstest.
Der Boeing-Quartalsbericht bestätigt, der nächste Starliner-Flug wird eine Frachtmission ohne Crew, frühestens im 4. Quartal 2026. Menschen fliegen damit dann frühestens Ende 2027. Auf dem Programm liegt ja inzwischen rund $2 Milliarden an Sonderbelastung und nach dem Auslaufen der Atlas V fehlt Boeing dann schlicht eine Rakete. Die Ariane Group und die schwedische SSC haben am 23. Juli am Esrange Space Center in Nordschweden die Generalprobe mit vollen Tanks für Themis absolviert, Europas Demonstrator für wiederverwendbare Erdstufen. Statt Methan floss flüssiger Stickstoff bei minus 200 Grad durch die Leitung. Nächster Schritt ist dann der erste Hüpfer. Die Schwesterfirma Maya Space, die streicht derweil ihren suborbitalen Testflug und geht direkt auf den Orbit. Erstflug hier geplant, zweite Hälfte 2027. Blue Origin testet seine New Glenn Oberstufen künftig auf dem NASA-Teststand B2 in Stennis. Gebaut in den 60ern für die R-Stufe der Saturn V und ja, Nutzungsbeginn Herbst nach Umbauten. Der Grund ist unangenehm. Launch Komplex 36 wird ja nach der Explosion der New Glenn, das war ja bei einem Hotfire am 28. Mai, erst wieder aufgebaut. Getestet wird also in Mississippi, geflogen wird in der kommenden Woche auf 3 Kontinenten und ein Termin davon ist für uns natürlich der wichtigste seit Monaten. Am Dienstag, 4.8., hebt eine lange Marsch 8A aus Wencheng ab. Die Nutzung ist noch nicht bekannt. Ebenfalls am Dienstag läuft die Starlink-Routine von Vandenberg. Am Mittwoch, 5.8., da startet eine Smart Dragon 3 von der Seeplattform von Haiyang, ebenfalls mit offener Fracht. Am selben Tag, da bringt eine Falcon 9 von Cape Canaveral 3 Bluebird-Satelliten von AST Space Mobile in den Orbit. Deren Antennenfläche messen ja bis zu 323 Quadratmeter, die größten kommerziellen eingesetzten Satelliten im niedrigen Erdorbit. Für mich und wahrscheinlich viele von euch der Termin der Woche. Frühe Morgenstunden, Donnerstag, 6.8. ESA Aerospace plant den zweiten Testflug der Spektrum von Andoya. Ebenfalls Donnerstag, 6.8. Da startet eine H3 von Tanegashima mit dem Navigationssatelliten Mikibiki 7 für Japans eigenes Satellitennavigationssysteem. Und am Samstag, 8.8. da schließt die Starlink-Routine von Vandenberg die Woche ab. Und nicht vergessen, die Merino-Slides von Gieswein. Die gibt's mit dem Code MOSOMMER um 20% günstiger, sowie das restliche Sortiment von Gieswein. Link und Code steht in der Beschreibung. Gelandetes Starship, das schwimmt immer noch im Indischen Ozean und 2 Schiffe laufen auf seine Position zu, während das Raumschiff, das Swift retten sollte, selbst im Orbit trudelt. Ja, und Deutschland denkt plötzlich laut über einen eigenen Startplatz nach. Lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, dann verpasst du am Donnerstag den zweiten Spektrum-Flug nicht und schreibt mir in den Kommentaren, ja, bergen oder abschreiben. Hättet ihr Ship 40 versenkt? Falls wir uns nicht beim Start sehen, dann hoffentlich nächsten Sonntag und nicht vergessen, bis dahin immer schön säckig bleiben. Euer Mo.